Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Flask. Heute wollen wir unsere API ein bisschen was Neues verpassen, und zwar wir haben uns letztes Video mit JSON Web Tokens beschäftigt. JSON Web Tokens sind die Grundlage hierfür, denn wir wollen dieses Mal ein kleines Login-Formular schreiben, mit dem man sich einloggen kann. Wir wollen wirklich nur die API hinten dran schreiben und wir wollen eben, dass dieser Login mit einem JSON Web Token funktioniert. Dazu nutzen wir die Library Flask JSON Web Token Extended, denn die hat durchaus noch Support und ja, das ist eigentlich auch schon das Wichtigste dafür. So, also zunächst einmal bitte die Library installieren, jeweils auf dem jeweiligen System, wo ihr euch befindet. Pip install und dann heißt die Library Flask jwt-extended. Das einfach in die Command-Line bzw. das Terminal eingeben und schon könnt ihr das Ganze starten. So, jetzt wenn wir das gemacht haben, dann wollen wir natürlich erstmal die ganzen Imports hier herschreiben, und zwar from Flask, import Flask, JSONify und Request. Und ja, ich weiß, das Video wird ein kleines bisschen länger werden, denn wir wollen die App wirklich von Grund auf schreiben, zumindest wirklich die rohen, nötigen Dinger. Und die restlichen Imports von JWT spare ich mir jetzt erstmal, die werde ich erklären, sobald wir die Sachen dann importieren. Also als erstes mal definieren wir unsere App als Flask-App, und zwar über den Name, das ist okay. Und wie gesagt, wir machen hier wirklich nur die Basics davon, aber jetzt kommt in der app.config tatsächlich hier was Neues rein. Und zwar müssen wir das jetzt hier definieren für die Library, die unsere JWTs, also unsere JSON Web Tokens, managt. Und zwar einmal haben wir hier das JWT-Token-Location. Standardmäßig ist diese Location nicht in den Cookies, sondern in den Headers, die man mitschickt. Das kann man durchaus auch so lassen. Wir haben allerdings die Variante mit Cookies hier besprochen und die kann man hier auch wunderbar verwenden, indem man hier einfach Cookies reinschreibt. Anschließend brauchen wir app.config und dann brauchen wir hier noch eine weitere Eigenschaft, nämlich jwt-cookie-secure. Und tatsächlich setzen wir diese Eigenschaft auf False, denn wir werden unsere Cross-Site Request Forgery selbst reinschreiben. Was CSRF-Angriffe sind, da will ich nur ganz kurz drauf eingehen. Stellt euch einfach genau dieses Szenario vor. Wir bauen einen Client und jemand loggt sich bei uns ein, bekommt dann dieses Cookie, mit dem er sich jederzeit bei uns einloggen kann, und jemand anders stiehlt es zum Beispiel durch eine bösartige E-Mail-Adresse, wo dieses Cookie quasi gefischt wird. Das ist dann so viel wert ungefähr wie Login-Credentials. Das heißt, man kann sich mit diesem Cookie anmelden. Und wir wollen das natürlich verhindern. Dafür ist Cross-Site Request Forgery da. Und ja, das werden wir dann einfach nachher machen. Das macht alles Flask JWT Extended für euch. Das heißt, ihr müsst euch nicht wirklich mit CSRF auskennen, sondern einfach nur aktivieren, dass es da ist. Deswegen werde ich das hier jetzt auch nicht so im Detail erklären. Dazu bitte meine Schwachstellen von Webanwendungen Playlist angucken. Dort ist das dann natürlich detaillierter drin. So, JWT Access Cookie Path können wir angeben. Und das ist im Endeffekt, wo unser Cookie gilt. Das machen wir auf /API/. Weil, ja, dort haben wir dann einfach unsere API drauf liegen und dementsprechend bleibt das auch dort. Dann sagen wir hier config und dann JWT Cookie. Nein, Moment, stopp, da fehlt noch was vorne dran. Der Refresh Cookie Path. Das ist das, was ich auch im letzten Video erklärt habe. Die Cookies hier müssen regelmäßig erneuert werden, damit man eben abgelaufene Cookies oder damit man nicht irgendwann ein abgelaufenes Cookie hat, obwohl man die Seite regelmäßig benutzt. Und das machen wir unter /token/refresh, wobei wir das auch noch selbst implementieren müssen nachher. Und anschließend sagen wir hier app.config jwt. So, jetzt darf ich cookie-csrf-protect ist gleich true setzen. Ja. True schreibt sich in Python groß. Und anschließend noch eine letzte Erweiterung, dann haben wir ungefähr alles, was wir brauchen. Das jwt-secret-key, das haben wir im letzten Video auch besprochen. Das ist dieser Schlüssel, der bei dem HMAC tatsächlich verwendet wird. Das heißt, wir wollen hier tatsächlich einfach nur einen Secret Key reinbauen, der bitte etwas sicherer ist. Also nicht den hier übernehmen, auf gar keinen Fall den hier übernehmen. Und zwar sage ich jetzt hier einfach random secret string. So, also bitte den nicht übernehmen, sondern wirklich was Eigenes hier einbauen. Ich schreibe jetzt hier auch mal gerade rein, ändern
Okay. So. Und ja, hier drin bauen wir uns jetzt unsere JWT-App. Und das ist wirklich nicht mehr ganz so viel wie diese Einstellungen, die wir hier alle schon getätigt haben. Also es ist natürlich noch ein bisschen was, aber nicht viel. Es sind keine 200 Zeilen Code. Von dem her, wir müssen erstmal JWT initialisieren und das machen wir mit dem JWT Manager. Der JWT Manager frisst die App und der baut sich dann quasi komplett auf. Und das heißt, wir brauchen hier oben natürlich den importierten JWT Manager. Den kriegen wir from Flask JWT Extended Import JWT Manager. So. Und dann haben wir den eigentlich schon. So, jetzt müssen wir uns erstmal ganz kurz überlegen, welche Routen wir eigentlich brauchen. Wir brauchen eine Login-Route. Ich schreibe hier gerade mal nur die Konzepte rein, damit wir wissen, was wir alles zu tun haben. Wir müssen uns einloggen können. Dort bekommen wir dann die ganzen Tokens gesetzt. Wir müssen ein Refresh anbieten, damit die alten Tokens, die vielleicht expiren oder auch einfach nur benutzt wurden, damit die neu werden. Und wir müssen selbstverständlich uns wieder ausloggen können. Das heißt, wir brauchen hier auch ein Logout. Und alles andere erledigt JWT Extended für euch. Das heißt, mehr müsst ihr überhaupt nicht machen. So, die 3 Teile müssen wir im Endeffekt machen und das ist eigentlich gar nicht so viel und so schlimm, was wir hier machen müssen. Wir sagen hier beim Login erstmal app.root, das heißt, wir definieren unsere Route und zwar auf /token/out für die Authentifikation. Und in unserem Fall machen wir das jetzt uns wirklich sehr einfach. Wir wollen kein Frontend zu diesem ganzen Kram hier schreiben, sondern wir wollen wirklich nur einfach ein einfaches Backend haben und das dann im Browser selbst testen. Deswegen mache ich hier einen GET-Request, damit wir nicht auf curl oder sowas zurückgreifen müssen, weil ja, vielleicht ist der eine oder andere euch gerade, naja, nicht auf curl oder hat keinen Bock auf curl oder keine Ahnung. Wir wollen das Ganze im Browser wirklich testen, damit wir das auch sehen, deswegen nehmen wir hier get. Ihr wisst aus meinen anderen Videos, normalerweise sind Logins mit Post-Requests gemacht, damit man eben nicht innerhalb der URL das Passwort sehen kann. Das habe ich mehrfach schon erklärt. So, dann haben wir einmal den Usernamen, den bekommen wir über request.args.get Username und ja, dann brauchen wir natürlich noch das Password, ist gleich request.args.get und dann brauchen wir hier das Password. Wir nennen das Ding auch wirklich Password hier. Okay, so. Und ja, jetzt wollen wir hier, naja, erstmal überprüfen, wirklich sehr, sehr billig. Wir gucken jetzt nicht in irgendwelchen Datenbanken nach, sondern wir machen hier wirklich das Billigste vom Billigen, was man sich hier vorstellen kann. Admin, das hatten wir auch im Beispiel im letzten Video. Und das Passwort muss selbstverständlich gleich, was hatten wir da? Nimm da, glaube ich, quasi Admin rückwärts. Nimm da, genau. So, wenn das nicht so gesetzt ist, dann funktioniert hier nichts davon, ja, gar nichts. Und wenn die eben nicht gesetzt sind, dann bekommen wir hier ein JSON zurück mit JSONify Login Doppelpunkt false. False, sagte ich. So. Und natürlich den 401-Fehler. Okay, wenn allerdings das Ganze gestimmt hat, dann landen wir hier im Code und dann bekommen wir was anderes zurück. Und zwar einmal das Access-Token. Das ist gleich, sagte ich, create-access-token mit der Identity, ist gleich Username. Und jetzt fällt auf, wir müssen natürlich diese Funktion hier importieren. Das dürfte auch gar nicht so unklar sein. So, also Create Access Token und wir brauchen direkt noch ein weiteres, nämlich direkt natürlich auch das Refresh Token, das wir hier auch noch einfügen wollen. Oh, ja. Das heißt, wir importieren das hier direkt mit Create Refresh Token. So, die beiden brauchen wir. Das Create Access Token haben wir schon. Das heißt, wir haben einen Access Token erstellt. Und jetzt brauchen wir noch das Refresh Token. Refresh-Token ist gleich, so, wer jetzt gedacht, wir brauchen Create Refresh Token mit der Identity ist gleich Username. So, logisch, oder? Also soweit eigentlich ganz easy. Wir bauen uns quasi unsere Tokens, die wir auch gleich noch analysieren werden, wenn wir dann unsere Tokens acquired haben. Und ja, jetzt geben wir natürlich noch ganz kurz zurück, dass wir uns fertig eingeloggt haben. Das heißt JSONify
Und zwar sagen wir hier drin, der Login war erfolgreich. Login, Doppelpunkt true. Und ja, das ist eigentlich alles, was wir hier brauchen. Das ist unsere Antwort. Allerdings müssen wir jetzt noch die Cookies setzen. Und das machen wir mit set -access die habe ich noch nicht importiert. Machen wir zuerst, dann geht es schneller. Und zwar, ja, ich sollte vielleicht hier in mehreren Zeilen gehen, sonst kann man das irgendwann nicht mehr lesen. So, brauchen wir hier noch die Klammer zu. Okay. Und ja, wir brauchen jetzt hier selbstverständlich die set access cookie Methode, die set refresh cookies Methode und genau, das ist eigentlich so das Wichtigste. Okay, das heißt, was wir hier noch machen müssen, ist nichts weiter als set access cookies über die Response, also das Ding hier, quasi wenn das Ding zurückgegeben wird, dann setzen wir das access cookie mit unserem access Token natürlich und gleichzeitig brauchen wir set refresh cookies. Auch bei der Response wollen wir die setzen und zwar die refresh Tokens. So, und anschließend müssen wir das Ding natürlich zurückgeben. Das heißt, wir geben resp zurück, für Response übrigens, und mit einem 200er. Na, geh weg. So, wunderbar. Okay, jetzt haben wir so ziemlich unser Login fertig. Das heißt, wir können uns jetzt einen Cookie schnappen und wir bekommen diesen Cookie tatsächlich auch. Ich mache das hier mal klein. So. Nächster Schritt wäre, wir müssen das Refreshen irgendwie möglich machen, damit wir jedes Mal, wenn wir uns eingeloggt haben, beziehungsweise wenn wir die Seite aufrufen, ein neues Token bekommen. Und das ist gar nicht so komplex, wie man sich das vorstellen würde. Als allererstes brauchen wir natürlich add-app.root. Und wir haben hier oben definiert, wo sich das Ding eigentlich befinden soll. Das heißt, wir haben hier gesagt, Refresh Cookie Path ist festgelegt auf /token/refresh. Das heißt, wir müssen natürlich auch diese URL hier verwenden dafür. Ansonsten funktioniert hier gar nichts mehr. Und jetzt hat es mir gerade mein Löschen nicht genommen. So, okay. Und genau jetzt wollen wir natürlich hier einfach ein Methods ist gleich. Hier können wir tatsächlich auch auf den ganz normalen Post-Process gehen. Das heißt, wir sagen hier, wir posten alles und ja, dann machen wir hier ein add jwt das haben wir noch nicht importiert. Das heißt, wir brauchen noch was und zwar das jwt refresh token required. Und selbstverständlich gleich drauf werden wir das jwt required benutzen. jwt required. Weil wir hier unten natürlich uns dann noch eine Route einbauen werden, die das Ganze, die quasi protected ist. Das heißt, wir sagen hier dev protected und machen hier aktuell einen Pass rein. Denn wir wollen ja am Ende dann auch in der Lage sein, das auszutesten, das Ganze, und zu gucken, hey, können wir uns eigentlich wirklich auf dem eingeloggten User-Bereich rumtreiben. So, jwt refresh token required, das ist natürlich die Voraussetzung, um das Ding zu refreshen. Und wenn dieses refresh token dann nicht funktioniert hier, dann können wir hier quasi unser Token auch nicht refreshen. Das heißt, was wir hier jetzt benutzen, ist einfach unser Refresh-Token, um ein neues Ding zu bekommen. So, und dann sagen wir hier einfach User ist gleich get Bodenstrich, das müssen wir auch noch importieren. Es tut mir sehr leid, das habe ich vergessen. Das hätten wir eigentlich gleich mitmachen können. jwt Bodenstrich Identity, get jwt Identity heißt das Ganze. Get jwt Identity. So, damit holen wir uns quasi die Identität, das heißt hier oben den Benutzername, und überprüfen, ob das Ganze funktioniert, und holen uns hier natürlich erstmal direkt das Access Token, das neue Access Token, über Create Access Token, und zwar über Identity ist gleich User. So, das heißt, der User bekommt quasi automatisch ein neues Token ausgestellt, und zwar mit resp ist gleich JSONify refresh. Achso, ich habe die Dings nicht. Ja, jetzt hier. So, refresh ist dann natürlich true. Und dann setzen wir noch das Access Cookie, Set Access Cookies mit resp. Also wir setzen es quasi, wenn die Response rausläuft. Und zwar setzen wir das Access Token. So. Und anschließend returnen wir ganz einfach die resp mit einem 200er. 200. Und schon haben wir das ganze Token refreshed. Das heißt, jetzt sitzt das neue Token in den Cookies drin. Werden wir auch gleich noch sehen. Okay, ich bitte auch darum übrigens, mit dem Ganzen hier ein bisschen rumzuspielen, zu gucken, wann refresht sich denn das Token? Muss ich das vielleicht noch ein kleines bisschen anpassen? Kann ich das vielleicht ein kleines bisschen anpassen und nicht einfach nur so zu übernehmen? Aber ja, also ein Grundgerüst ist das natürlich. App.root. So, wenn wir uns ausloggen wollen, dann machen wir das unter
token slash remove, damit wir hier auch eine vollständige Logout-Funktion quasi drin haben, und zwar mit Methods ist gleich. Und ja, wir wollen hier das Ganze auch über einen Post machen. Post. Und der Logout, der macht eigentlich nichts anderes, wie eine Response zu generieren mit JSONify Logout Doppelpunkt True. Das ist wahrscheinlich der Teil, der nicht so interessant war. Aber was jetzt hier reinkommt, ist eine neue Methode, die wir auch noch nicht importiert haben, und zwar Unset Access Cookies. Beziehungsweise eigentlich nicht nur Unset Access Cookies, sondern Unset alle Cookies. Das heißt, wir machen einfach Unset JWT Cookies, was einfach alle Cookies für uns entfernt. Und das heißt, wir sagen hier Unset JWT Cookies, und zwar bei unserer Response. So, fertig. Und dann sagen wir hier, okay, wir gehen zurück und geben resp und 200 zurück. So, das ist im Endeffekt das Grundgerüst. Jetzt wollen wir natürlich noch den eingeloggten Bereich machen. Das heißt, hier kann man wirklich am Ende nur drauf, wenn man auch wirklich ein Token hat. Also das heißt, wir machen hier app.root /API/ und ihr erinnert euch, wann dieses Token auch wirklich gilt. Das gilt nämlich nur unter /API. Okay, dann hier unter Methods ist gleich, und dann wird das Ganze hier gegettet. Und ja, wir machen hier jetzt ein add JWT required hin. Das bedeutet so viel wie, wenn man keine Cookies hat, dann funktioniert hier gar nichts. So, und ja, wir können das Ganze gleich mal ausprobieren, wenn wir keine Cookies haben. Aber jetzt holen wir uns erstmal die Identität. Also wenn wir Cookies haben und hier drauf zugreifen dürfen, dann holen wir uns die Identität von demjenigen, und dann sagen wir hier return JSONify. Und dann brauchen wir hier Hello World. Und dann sagen wir hier natürlich User. So. Ach, und natürlich ein 200er wollen wir auch noch. Okay. So, und ja, im Endeffekt ist das schon alles, was wir hier brauchen. If der Name, wir wollen das Ding natürlich auch noch starten. Name ist gleich _main. Das sollte noch hier rein. Dann wollen wir das natürlich starten mit app.run. Das kennen wir mittlerweile. Und ja, das sollte soweit erstmal alles sein, außer ich habe mich natürlich irgendwo vertippt, das kann immer vorkommen. Aber ja, lasst uns das erstmal starten. Wir starten auf 127.0.0.1 auf Port 5000 und ich habe hier direkt mal die API aufgerufen und wir sehen hier Missing Cookie, also zurück kommt quasi eine Nachricht Missing Cookie Access Token Cookie. Der Browser hier ist übrigens Firefox und so sieht das dann normalerweise aus. Der verarbeitet das JSON schon direkt, aber eigentlich sieht das Ganze so aus. Aber ja, Missing Cookie Access Token Cookie. Das heißt, wir konnten jetzt hier auf den API Example Bereich nicht zugreifen, was natürlich absolut sinnvoll ist, weil wir haben ja noch kein Cookie. So, was wir jetzt auch mal gucken können, ist, was passiert denn, wenn wir das Ganze refreshen, also /token/refresh, weil wir hier nicht hin dürfen. Naja, das ist einfach nicht mehr erlaubt. Das heißt, hier sehen wir, okay, wir dürfen über get das Ding gar nicht aufrufen, was auch sinnvoll so ist. So, was wir jetzt also machen wollen, ist, wir wollen uns authentifizieren, also einloggen. Und das machen wir token/out. So, und jetzt wollen wir uns ja da einloggen. Das heißt, wir müssen hier noch die Parameter eingeben. Das heißt, wir sagen hier erstmal den Usernamen, setzen wir auf, was hatten wir da angegeben? Admin. Und das Passwort ist gleich Nimda. So, und ja, jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Und jetzt sehen wir hier, Login ist true. Wunderbar. Das ist jetzt allerdings alles, was hier in dem JSON zurückgekommen ist. Jetzt müssen wir aber noch kurz gucken, was ist denn eigentlich in den Cookies jetzt drin. Und dazu machen wir einen Rechtsklick und gucken uns mal das Element an und gehen hier mal auf den Webspeicher. Unter Firefox ist es wunderbar sortiert. Webspeicher, dann sehen wir hier die Cookies. Also wir können natürlich auch den Cache-Speicher uns angucken, was hier im Cache drin liegt. Aber wir sehen hier unter Cookies tatsächlich die Cookies, die hier gesetzt wurden. Und hier haben wir das Access Token Cookie, das CSRF Access Token und das CSRF Refresh Token, also quasi die beiden CSRF-Dinger hierfür. Und ja, wir sehen hier auch tatsächlich Refresh Token Cookie ist gleich und dann sehen wir hier dieses komische Ding. Und jetzt wird vielleicht auch relativ schnell klar, wo das Ding eigentlich überall gilt. Hier sehen wir einmal Token/Refresh ist der einzige Ort, an dem das Refresh Token gültig ist. Also hier Path Token Refresh und unter API ist dieses Access Token gültig. Und wir können hier jetzt auch mal dieses Token hier uns genauer angucken. Dazu werde ich jetzt hier einfach mal das hier kopieren.
Und unter base64decode.org, das ist einfach die Seite, die ich immer zum Base64 dekodieren nehme, wie auch immer, steht hier schon drin, Typ JWT, ALK ist gleich HS256, das ist das, was ich letztes Mal gesagt habe. Dann haben wir das Issue-Date, also wann das Ding quasi rausgegeben wurde. Und wir haben noch ein paar andere Dinge, die einfach Flask für euch setzt. Und hier steht auch übrigens das Expire-Date. Da könnt ihr gerne mal nachgucken, wie das bei Flask automatisch gesetzt wird. Und dann sehen wir hier, Identity wird auf Admin gesetzt, Fresh ist False, das heißt, das Ding ist nicht absolut fresh. Und hier steht tatsächlich in unserem Cookie steht auch das CSRF drin. Das heißt, was hier drin steht, ist im Endeffekt auch gleichzeitig noch hier vorhanden in diesem CSRF für das Access Token. Und ja, das Ding hier unten, also das hässliche hier, oh, ups, jetzt habe ich geändert, das wollte ich nicht, unter diesem furchtbaren binären Zeugs hier unten, sehen wir irgendwelche komischen Sachen. Das liegt jetzt daran, dass natürlich Signaturen, also oder der HMAC, der kryptografische HMAC, der hat natürlich jetzt nicht ein schönes Format, sondern der ist einfach wirklich wild. Ja? Der ist einfach binär und wird dann eben umgewandelt in was Lesbares, Base64. Das heißt, wir sehen hier, wie die Signatur eigentlich aussieht. So, als Übung gerne mal hier das Refresh-Token untersuchen, wie das aussieht. Und ja, dann können wir jetzt weitermachen. Jetzt, da wir das Token haben, können wir auch tatsächlich hergehen und können unter API/example mal gucken, was hier passiert. Und hier steht jetzt auf einmal Hello World Admin. So, wunderbar. Was wir jetzt aber auch machen können, ist, wir können diese Seite schließen und können hier diese Seite neu aufrufen. Das ist was anderes, das hat hiermit nichts zu tun. /API/example. So, und hier sehen wir immer noch Hello World Admin. Das heißt, wir mussten jetzt nicht irgendwie hier eingeloggt bleiben, wir müssen auch nicht irgendwas neu machen. Und tatsächlich, wenn ich jetzt diese Cookies hier habe, kann ich auch tatsächlich eigentlich meinen Browser schließen. Ich kann es jetzt hier nicht tun, weil ich bin im Inkognito-Modus. Das heißt, wenn ich den schließe, dann sind natürlich meine ganzen Cookies wieder weg. Aber ja, im Endeffekt ist das die Implementierung von Flask und wie das Ganze auch sein soll und sogar mit CSRF-Schutz drin. Gut, das war's von meiner Seite erstmal. Ja, man hat natürlich hier noch einige weitere Einstellungsmöglichkeiten in der Config. Also zum Beispiel kann ich über mehrere Optionen hier auch einstellen, dass das Ding zum Beispiel RSA benutzt. Ich kann auch einstellen, wie lang das Ding haltbar ist. Ich kann auch meinen Public Key und Private Key einstellen, wenn ich für RSA oder für ES irgendwas damit mache. Ich kann auch tatsächlich hier noch sehr, sehr viel mehr einstellen. Aber wie gesagt, ich finde, das ist eine valide Option, die kann man durchaus nutzen, die ist auch sicher. Deswegen, ja, ich denke, das ist die beste Alternative hier. Für den Rest ganz gerne einfach mal googeln, da findet man einen Haufen Dokumentation dafür. Und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.